Jeder von uns, der in die USA gereist ist, hat schon mal ein ESTA-Form ausgefüllt. Sebastian, kannst du dennoch zur Einleitung kurz erklären, warum wir das überhaupt machen müssen? Richtig, also ESTA wurde ja letztlich eingeführt, ich sage mal so ganz grob gesehen, infolge der Terroristenangriffe auf das World Trade Center in New York in 2001. Es geht im Grunde darum, dass hier jeder, der in die USA kommt, als Visa-Waiver-Nutzer, also als jemand, der kein Visum braucht, wie die meisten Westeuropäer, hier sich dennoch im Vorfeld registrieren muss mit der Einwanderungsbehörde. Und zwar im Grunde deswegen, falls man jetzt jemand ist, der auf hier einer Terroristenliste und so weiter steht, dann wird kein ESTA ausgestellt und insofern kann man dann auch nicht in die USA reisen. Es ist zwar nach wie vor visumsfrei, aber man kann ja nur in den Flieger steigen, wenn man ein ESTA hat und dadurch ist letztlich gegeben, dass nochmal im Vorfeld der eigene Name und die eigenen Details überprüft werden und man hier bedenkenlos einreisen kann. Ich fand das persönlich relativ stressig, mir das erste Mal anzufangen. Wo informiert man sich denn am besten? Weil die Flut an Informationen, gerade im Internet, ist wirklich überwältigend. Genau, also wir haben natürlich auf unserer Webseite auch eine Seite drauf. Da würde ich nachher kurz den Link einblenden. Ja. Aber grundsätzlich würde ich empfehlen, letztlich die Seiten der amerikanischen Botschaften. Die haben gute, umfangreiche Seiten auf Deutsch. Ganz wichtig, also es gibt ja einige Bauernfänger, die hier für die ESTA-Bearbeitung Geld nehmen. Das ist definitiv nicht notwendig. Auf solche Angebote sollte man nicht hereinfallen. ESTA ist bis auf diese Admin-Gebühr komplett kostenlos und kann jeder ausfüllen. Okay. Jetzt gibt es 7 Fakten, die man für diesen Prozess sich im Hinterkopf behalten sollte. Willst du uns kurz mal durchsprechen, was diese Fakten sind? Und dann können wir vielleicht vertiefend eingehen auf die einzelnen Themen. Genau, also die 7 Fakten sind, die 90 Tage, die man mit ESTA in den USA bleiben darf, sind kein jährlicher Maximalaufenthalt. Ich würde zweitens jedem ESTA-Berechtigten empfehlen, kein B1-Visum zu beantragen. Drittens, jeder muss wissen, wenn ein US-Visum abgelehnt wird, aus welchem Grund auch immer, oder man an der Grenze zurückgeschickt wird in den USA, ist ESTA für immer futsch und man kann nie wieder bis nach dem Lebensende mit ESTA einreisen. Viertens, man kann mit ESTA geschäftlich in den USA tätig werden, darf aber nicht ins Tagesgeschäft eines Unternehmens involviert sein. Fünftens, Sie bekommen kein ESTA, wenn Sie verschiedene Länder besucht haben, darunter möglicherweise Kuba. Sechstens, stellen wir uns die Frage, wie kann ich in den USA unbeschränkt steuerpflichtig werden, ungewollt über ESTA? Und siebtens, soll man es wissen, wenn man Vorstrafen hat oder schon mal verhaftet worden ist, bekommt man kein ESTA. Wenn ich dir so zuhöre, da sind relativ viele Umstände, unter denen man es nicht bekommt. Wenn man tatsächlich schon mal eine Vorstrafe hatte zum Beispiel oder schon mal im Urlaub in Kuba war oder möglicherweise Familie in Somalia hatte zum Beispiel, was macht man denn dann, wenn man kein ESTA bekommt? Gibt es irgendeine Art und Weise, wie man dann dennoch in die USA kommt oder ist dann einfach die USA vom Tisch? Nein, also man kommt dennoch in die USA. Mit all diesen Kriterien ist es möglich. Man wird sich dann ein B1-Visum besorgen müssen. Das ist aber eben aufwendig. Ich muss zur Botschaft gehen, muss einen Termin machen. Und in der Regel wird man immer einen Anwalt brauchen, der dann entsprechend hier ein Argumentarium aufbereitet, warum ich jetzt trotzdem in die USA einreisen darf, trotz meiner negativen Vorgeschichte. Das heißt, es ist Aufwand, aber definitiv möglich. Super. Lass uns kurz auf die einzelnen Themen eingehen. Es gibt keinen maximalen Aufenthalt pro Jahr. Also man kann 90 Tage rein, wieder raus, 90 Tage rein, wieder raus. Ist es tatsächlich so einfach, man könnte am Montag ausreisen und am Dienstag wieder einreisen? Ja, das ist jetzt natürlich extrem, gleich am nächsten Tag wieder zu kommen. Aber also wir haben tatsächlich viele Mandanten, die letztlich sich sehr häufig, ich würde sagen fast permanent in den USA aufhalten mit ESTA. Okay. Das ist natürlich nicht, ja, ist ja ganz klar. Weil wie gesagt, eine Rechtssicherheit gibt es natürlich nicht mit ESTA. Der Beamte bei der Einreise in den USA, der hier dann sich das Ganze anschaut und sich denkt, was macht denn der hier, warum kommt er so oft, kann einen möglicherweise zurückschicken. Und wie gesagt, wenn das passiert, dann ist ESTA für immer futsch. Aber in der Realität
man muss es leider so sagen, auch wenn es ein bisschen rassistisch klingt, wenn jemand aus Deutschland oder Österreich oder Schweiz dort ankommt, wird der meistens nicht zurückgeschickt werden. Du sagtest auch, dass wenn man per ESTA in die USA reisen kann, sollte man, wenn möglich, das B1-Visum vermeiden. Erzähl uns ein bisschen mehr, was ein B1-Visum ist und warum man es vermeiden sollte. Genau, also das B1-Visum ist das Besuchervisum. Das benötigt jeder letztlich, der in die USA einreisen will, der jetzt kein Recht hat, ESTA zu nutzen. Ja? Oder man kann B1 nutzen mit ESTA-Berechtigung, wenn man mehr als 90 Tage am Stück in den USA gerne bleiben möchte. Also jeder, der ESTA berechtigt ist, grundsätzlich, also der aus einem Land kommt, wo man ESTA nutzen kann, der wird sofort verdächtigt, wenn er ein B1-Visum beantragt. Ja, also warum willst du das machen? Warum willst du hier ein B1-Visum haben? Du hast doch ESTA und so weiter und so fort. Hast du eigentlich irgendwelche Pläne, in den USA zu bleiben? Der Grund dafür ist folgende. Wenn man ein B1-Besuchervisum hat, ja, dann kann man theoretisch, während man in den USA ist, dann ein anderes Visum beantragen, zum Beispiel Investorenvisum, Arbeitsvisum, Green Card und so weiter und so fort. Das heißt, das B1-Visum wurde oft in der Vergangenheit dafür verwendet, sozusagen für Immigration by Stealth. Das heißt also im Grunde genommen für einen Hinterausgang letztlich, um hier illegitimerweise in die USA zu reisen und dann dort länger zu bleiben, als eigentlich angemessen mit dem Visum. Ja, also deswegen generell das B1-Visum, da besteht immer dieser Verdacht, wenn jetzt jemand per ESTA sowieso in die USA reisen darf und dann 90 Tage in Urlaub gehen kann und der beantragt dann ein B1-Visum, dann besteht der Verdacht sowieso. Ja. Das heißt also, in 90% der Fälle werden B1-Visa letztlich dann abgelehnt, Visa-Anträge abgelehnt für ESTA-Berechtigte. Und damit ist dann ESTA grundsätzlich futsch. Ja. Das heißt also, wer jetzt tatsächlich einen guten Grund hat, ein B1-Visum zu beantragen, und da gibt es Gründe. Also ich kann ein Beispiel erzählen. Wir hatten einen Mandanten, der hatte eine amerikanische Firma beauftragt, eine Software für sein Unternehmen zu entwickeln. Und er wollte dann dort letztlich einen Mitarbeiter hinschicken, der dann diese Softwareentwicklung überwacht, Input gibt und so weiter und so fort. Ja. Für diesen Mitarbeiter hat er einfach dann auf anwaltlichen Rat ein B1-Visum besorgt. Dann konnte dieser Mitarbeiter also für 6 Monate ganz legal dort in die USA gehen, sich ins Büro der Softwareentwicklungsfirma setzen, mit denen Meetings haben, die trainieren, den ganzen Fortgang des Projektes überwachen. Das ist also ein legitimer Grund für ein B1-Visum. Aber einfach zu sagen, ich möchte gern dort anstatt 90 Tage, 180 Tage in Urlaub gehen und so, das ist kein legitimer Grund. Der bessere Weg ist dann, die USA zu verlassen und von mir aus 2 Wochen später wieder zurückzukommen. Funktioniert eigentlich nach meinem Wissen fast immer. Super, vielen Dank. Du sagtest am Anfang, dass für die Mehrheit der Leute, die aus Westeuropa kommen, das ESTA das Einfachste ist. Was natürlich vielen Leuten Sorge macht, ist, dass wenn man es einmal abgelehnt wurde, dann kann man nie wieder per ESTA einreisen. Wie oft passiert es denn, dass das abgelehnt wird? Und was sind Gründe, wenn unter solchen Umständen ESTA abgelehnt wird? Genau, jetzt komme ich hier nochmal zu dem vorherigen Punkt zurück. Das ist eben im Grunde der wichtigste Grund letztlich, warum man mit dem Antrag des B1-Visums sehr vorsichtig sein muss. Ja. Aber man muss auch bei anderen Visa-Anträgen vorsichtig sein. Also wir haben beispielsweise einen Mandanten gehabt, der hat ein E2-Visum beantragt, hat sich da aber nicht professionell von einem Anwalt begleiten lassen, sondern von irgend so einem zwielichtigen Berater. Und dann ist dieses E2-Visum abgelehnt worden. Ja, damit ist dann nicht nur, wie gesagt, das E2-Visum abgelehnt, sondern auch sein ESTA ist damit für immer futsch. Also er kann nie wieder ohne Visum in die USA einreisen. Er muss dann B1-Visum beantragen und so weiter und so fort. Ja. Also deswegen, man sollte diese Formalitäten in den USA hinsichtlich Visa sehr ernst nehmen. Man sollte es nicht auf die leichte Schulter nehmen lassen. Ich würde sagen, immer von einem Rechtsanwalt für Einwanderungsrecht beraten lassen.
Du sagtest auch, dass wenn man mit Esther einreist, dann darf man zwar geschäftlich in den USA sein, man darf aber nicht in das Tagesgeschäft eingreifen. Jetzt gabst du das Beispiel des Softwareentwicklers gerade eben. Ist das so eine Situation, wo, weil er im täglichen Tagesgeschäft eines US-Unternehmens involviert war, war es sinnvoll, ein B1-Visum zu beantragen und nicht per Esther einzureisen? Genau, richtig, weil er eben hier letztlich über eine längere Periode, das heißt also, ich sage jetzt mal 3 Monate jeden Tag ins Büro dieser Firma dort gegangen ist, dort tatsächlich, ich sage mal, mitgearbeitet hat in dem Team, wenn auch in überwachender Funktion, würde man sagen, damit sind die Grenzen des ESTA überschritten und man beantragt besser ein Visum. Aber auf der positiven Seite muss man sagen, es ist sehr viel möglich mit dem ESTA. Also wenn man jetzt dorthin geht, den amerikanischen Markt erschließen will, Lieferanten trifft, mögliche Kunden trifft, sich Immobilien anschaut, die man mieten möchte, Investitionsobjekte anschaut, die man mieten möchte, gerade in Vorbereitung zum Beispiel eines USA-Umzugs ist dieses ESTA sehr hilfreich und ist natürlich völlig legitim, sich dann auch mehrere Monate am Stück dort dafür in den USA aufzuhalten. Oftmals ist es so, wenn wir Mandanten haben, die jetzt zum Beispiel ein E2-Investorenvisum beantragen und dann im Vorfeld, während dieser Visumsantrag läuft, in die USA reisen wollen und dort möglicherweise sich auch aufhalten wollen für längere Zeit, um alles vorzubereiten, dann schreibt der Anwalt, mit dem wir zusammenarbeiten, einen Brief, wo der Sachverhalt erklärt wird. Das heißt, da wird geschrieben, hier ist eine Person, die ist ein Investor, die wird in die amerikanische Wirtschaft investieren und jetzt im Vorfeld macht er so eine Scouting-Maßnahme, um da mal alles auszukundschaften, sodass, wenn der Grenzbeamte dann möglicherweise irgendwelche Fragen oder Zweifel hat, dieser Brief vorgelegt werden kann. Der Anwalt kann natürlich dann auch angerufen werden. Ja. Und ich habe noch keinen Fall erlebt, wo dieses Schreiben dann mögliche Zweifel nicht zerstreut hätte. Okay, super, vielen Dank. Wir haben am Anfang schon darüber gesprochen, dass wenn man verschiedene Länder besucht hat, dann kann man auch keinen ESTA beantragen. Kuba, Iran, Irak, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien und Jemen. Und wir wissen auch, dass wenn man Vorstrafen oder Verhaftungen hat, man nicht über ESTA in die USA einreisen kann. Ich glaube, das brauchen wir noch nicht mal zu vertiefen. Was ich aber gerne vertiefen möchte, ist die Steuerfrage. Wie verhält es sich mit der Steuerpflicht, wenn man über ESTA in die USA einreist? Genau, also man würde ja denken, naja, ich habe nicht mal ein Visum hier für die USA, dann ist ja unmöglich, ich kann ja keinen Job annehmen, ja, und so, dann ist ja unmöglich eigentlich, dass ich dort steuerpflichtig werde. Das ist aber nicht so. Okay. Es ist so, dass wenn man sich in einem mehrjährigen Zeitraum, in dem man die USA besucht, also mal angenommen, man hat jetzt ein Haus in Florida und man geht jetzt jedes Jahr in die USA für mehrere Monate auf ESTA, ich schon relativ schnell die unbeschränkte Steuerpflicht in den USA auslöse. Und das bedeutet, wenn jemand im Jahresdurchschnitt mehr als 120 Tage pro Jahr sich in den USA aufhält, ja, dann ist er dort schon unbeschränkt steuerpflichtig. Also es geht hier nicht um 183 Tage, das ist beim ersten Jahr ja, eine Sache, aber dann sind es letztlich im Schnitt 120 Tage pro Jahr. Das heißt, wir hatten ja vorhin gesagt, diese 90 Tage sind kein Maximalaufenthalt, der irgendwie pro Jahr oder in einem 12-Monats-Zeitraum zu sehen ist. Ich kann also relativ schnell in diese unbeschränkte Steuerpflicht in den USA hineinrutschen, obwohl ich weder Visum noch Arbeitserlaubnis habe. Und dann bin ich dann unbeschränkt steuerpflichtig in den USA mit meinem gesamten Welteinkommen. Und das führt natürlich für viele sehr schnell zu sehr großen Komplikationen, zu sehr teuren Honoraren für Anwälte und Steuerberater. Das heißt also, ganz wichtig hier zu beachten, selbst wenn man ESTA hat und selbst wenn man mehrfach dort einreisen kann in die USA, nicht mehr als 120 Tage pro Jahr sich in den USA aufhalten, um die unbeschränkte Steuerpflicht zu vermeiden. Okay. Nun, ich sagte am Anfang, dass als ich das erste Mal mein ESTA ausgefüllt habe, war ich so ein bisschen nervös. Wie begründet sind solche Sorgen? Oder ist das eigentlich, wo man sagen muss, naja, es ist ein Formular und da werden Fragen gestellt, aber im Prinzip ist es nichts, worüber sich man große Sorgen macht? Oder ist es, wo du sagst, naja, so ein bisschen Gedanken sollte man sich schon machen?
Also man soll sich auf jeden Fall ein bisschen Gedanken machen. Ja? Also wir haben zum Beispiel Fälle eines Mandanten, das war ein junger Mann, der war Anfang 20, hat in Deutschland studiert und war eigentlich amerikanischer Staatsbürger, denn seine Mutter war Amerikanerin. Aber er hatte weder einen amerikanischen Pass, noch hat er jemals in den USA eigentlich gelebt. Ja. Das mit der Staatsbürgerschaft war eigentlich auch nie so klar, weil das sich daran Bedingungen knüpft, wie dass die Mutter mindestens 5 Jahre in den USA leben muss. Also es war alles eher undurchsichtig. Mhm. Ja. So, und dann hat er dann also gesagt, okay, jetzt will ich gerne in die USA reisen, hat dann dieses ESTA ausgefüllt und dann wurde das ESTA abgelehnt mit der Begründung, dass er amerikanischer Staatsbürger ist. Und damit nicht in die USA einreisen darf mit einem ausländischen Pass. Ja. Das heißt, er musste dann also erst den amerikanischen Pass beantragen, was natürlich dann zu relativ viel Aufwand geführt hat. Dann ist natürlich, man weiß ja, man muss mittlerweile auf dem ESTA auch seine Social-Media-Profile angeben. Also ich kenne jetzt noch keinen, der davon betroffen wäre, aber es ist ja doch, sagen wir mal, relativ einfach vorstellbar. Ich denke zum Beispiel an die Trump-Zeiten, dass hier jemand auf Facebook irgendwas gepostet hat, was jetzt gegen Trump oder gegen die USA sich gerichtet hat. Sowas kann natürlich sich da möglicherweise auswirken auf solche ESTA-Anträge, vor allen Dingen, wenn eben eine Regierung an der Macht ist, wie jetzt die von Trump, die ja doch sehr viele Restriktionen generell im Einwanderungswesen in den USA hier auf den Weg gebracht hat. Manches ist jetzt wieder gelockert worden inzwischen. Und wo man auch weiß, dass sie gerade auch an vielen Flughäfen sehr aggressive Grenzbeamte hingesetzt haben. Ja? Wo es eigentlich eher auf Konflikt, Auseinandersetzung anstatt gütlicher Lösung jetzt hier ausgelegt war. Sebastian, vielen, vielen Dank. Super interessant und ich hoffe, dass wir mit deinen ganzen Informationen Leute so ein bisschen ein besseres Gefühl gegeben haben, wenn es zum Thema ESTA geht. Vielen Dank nochmal. Super. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.